Top 5 Berechnungsgrundlagen für die Celsius-Infrarotheizung. Herzlich willkommen im neuen Video. Heute geht es wirklich nur um das Raumberechnen und richtig berechnen. Und dann fangen wir jetzt gleich mal an. Tipp 1. Bevor ihr heute eine Celsius-Infrarotheizung auswählt, müsst ihr eure Bauphysik kennen. Es ist ein Unterschied. Reden wir von einem roten Ziegel, reden wir von einem grauen Ziegel, mit oder ohne Dämmung, oder reden wir heute zum Beispiel von Vollbeton, von Heraklit mit Betonkern, oder reden wir heute überhaupt von einer Stammmauer. Das heißt, wir haben, wie ihr sicherlich vom Shop oder von unserer Homepage kennt, die Kategorien A, B, C, D. Das heißt, das Typ 1 Panel quadratisch, Typ 4 und das Quer Typ 5 haben die gleiche Wattzahl, haben aber auch die gleiche Kubikmeteranzahl. Bei den Typ 2 und Typ 3 habt ihr schon ganz eine andere Kubikmeteranzahl, aber ihr dürft immer nur zur jeweiligen Bauphysik die Paneele richtig einsetzen. Das ist einer der wichtigsten Punkte in einer Berechnung. Weil, wenn ich heute zum Beispiel sage, ein Typ 1 Panel in einem Holzriegelbau, in einem Holzmassivbau, kann ich bis zu 60 Kubikmeter inklusive der Aufschläge, zu denen kommen wir noch, gehen. Wenn ich aber jetzt sage, das ist jetzt ein Ziegelhaus gedämmt, das heißt nochmal 50 Kubikmeter, ist es aber dann zum Beispiel jetzt ein Haus, wo ich heute keine Wärmedämmung habe und ich habe zum Beispiel einen roten Ziegel, einen Massivziegel oder was auch immer, kann ich noch immer bis 40 Kubikmeter gehen. Aber habt ihr zum Beispiel einen Altbau, da wisst ihr nicht, was da für ein Mauerwerk ist, ihr wisst aber, ihr habt ganz dicke Wände, dann könnt ihr mal davon ausgehen, dass das heute alles Mögliche da drin in der Wand drinnen ist. Oder heute Stahn oder auch diese Rundstahn oder Bummel, wie sie in Bayern draußen genannt werden. Das ist bitte ein großer gravierender Unterschied, weil dann geht das Typ 1 Panel nur bis 30 Kubikmeter. Habt ihr jetzt dann zum Beispiel das nachher nur im Prinzip mit der maximalen Kubikmeteranzahl berechnet, das heißt nachher, ihr habt ein Panel vergessen, ihr braucht zwei, nicht nur eins. Und das ist aber ganz entscheidend. Der Tipp Nummer 2 ist heute das, tut die Kubikmeter richtig rechnen. Die gesamte Raumgröße, sprich die Quadratmeter, aber dann vergesst nicht, wenn jetzt der Raum vom Wohnzimmer in die Küche oder ins Esszimmer zum Beispiel offen ist, dann ist das alles ein Raum. Habe ich zum Beispiel zum Vorraum keine Tür drinnen, dann ist das bitte alles ein Raum. Also den gesamten offenen Bereich sind die gesamten Quadratmeter mal der Raumhöhe, dann habe ich die Kubikmeter. Der Tipp Nummer 3, richtige Aufschläge zu verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt hernehme, eine Balkontüre zum Beispiel, oder fangen wir mit einem Fenster an. Ein Fenster wird bei uns gerechnet, weil ein Glas eine reine Reflexionsebene ist. Ich kann das nicht erwärmen, aber ich kann es ausgleichen. Das heißt, ein Glas ist ein sogenannter Widerstand. Trifft jetzt die Infrarotwärme auf eure Glasscheiben, reflektiert sie zurück in den Raum. Aber wenn ich jetzt die Wandflächen erwärme, wird sie nachhaltige Speicherwärme aufbauen. Die Glasflächen habt ihr dann einen Ausgleich durch unsere Celsius-Infrarotpaneele. Deswegen müssen wir die Glasflächen richtig ermitteln. Das heißt, jedes Fenster 5%, jede Balkontür 10%. Habe ich jetzt dann zum Beispiel in einem Raum drei große Fensterflächen in einer Form von einer Tür, dann müsst ihr heute die 10% von der Tür nehmen. Das sind 30%. Habe ich dann zum Beispiel noch eine weitere Balkontür, sind es 40%. Oder habe ich jetzt 3 Fenster, sind es 15%. Auf die Kubikmeter, die was ihr vorher gemessen habt. Das müsst ihr bitte richtig machen. So, der Punkt Nummer 4 ist heute, was habe ich heute für eine Raumaufschläge in den Raum. Die Raumaufschläge sind insofern, habe ich jetzt ein Treppenhaus, habe ich ein Stiegenhaus, dann rechnet man zum Beispiel nur haben wir auf die Kubikmeter 25% noch dazu. Das heißt, ich habe zum Beispiel 15% Fenster und die 25% für einen Raumaufschlag wäre auf die Kubikmeter 40% Aufschlag. Okay? Habe ich jetzt zum Beispiel 50 Kubikmeter und 40% Aufschlag, ja logischerweise geht da noch mit einem Panel nichts mehr, da braucht ihr immer 2 oder bei einer Stammmauer vielleicht sogar 3. Und das müsst ihr richtig berechnen, das ist ganz wichtig. Das heißt, immer zuvor richtig die Kubikmeter einstufen, dann die Aufschläge richtig rechnen, so wie in einem Badezimmer ist es ein 100%iger Aufschlag, weil sehr viel Feuchtigkeit ist. Genauso in einem Wintergarten, wo fast nur Glasflächen ist, müsst ihr gleich mal 100% auf die Kubikmeter plus die Glasflächenaufschläge rechnen. Dann habt ihr die effektiven Panelanzahlmengen.
Und das ist wichtig zu berücksichtigen. Und der Punkt 5 ist der, geht's bitte keine Kompromisse ein. Niemals abrunden, sondern aufrunden. Und wenn ihr heute schon von Anfang an die Kubikmeter falsch einstuft zur Bauphysik, dann passt das hinten und vorne nicht zusammen. Dann tut es euch aber auch nicht wundern, wenn das heute nachher im Endeffekt nicht richtig warm wird. Dann könnt ihr nur noch eins nachkaufen. Also bitte gleich richtig berechnen, gleich heute hergehen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe zum Beispiel jetzt angenommen jetzt 110 Kubikmeter Berechnungsgrundlage für einen Raum. Ich habe zum Beispiel jetzt da drinnen eine Wärmedämmung mit Ziegel und dann bin ich heute in der Kategorie B, 50 Kubikmeter. Das heißt, das waren 2, irgendwas Paneele. Dann nehmt ihr bitte 3 Paneele, nicht 2. Ihr werdet sparsamer heizen, ihr werdet sparsamer Stromverbrauch haben und ihr werdet Reserven haben, so wie jetzt, wo es heute über Nacht auf minus 10 Grad auskühlt. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail auf office@infra@himmel.at. Wenn ihr aber sagt, nein, über die Berechnung sehe ich mich nicht drüber, das ist bitte kostenpflichtig, weil unsere Zeit oder auch die Zeit von unseren Geschäftspartnern ist auch was wert, weil ihr wollt ja von unserer Leistung haben, sprich in dem Fall die Berechnung. Und deswegen verlangen wir da eine Pauschale. Und wenn ihr aber ehrlich seid und sagt, nein, ich will bei dir kaufen, dann ist das kein Problem, weil dann im Endeffekt kann man auch darüber reden, dass man heute eure Kosten der Berechnung zum Schluss wieder anrechnet, wenn ihr heute den Gesamtauftrag vergebt. Also habt ihr kein Risiko und wir aber auch nicht und unsere Geschäftspartner auch nicht. Nur wir machen keine kostenlosen Berechnungen mehr für irgendeine Angebots-Junkies, die was nachher irgendwo wieder irgendwas klumpert mit den Celsius-Paneelen vergleichen. Das bringt überhaupt nichts. Schaut rein auf www.infra@himmel.at, tut uns liken, tut uns abonnieren und wer noch nicht hat, einen im Shop, bestellt euch einmal eine Celsius Infrarotheizung für einen Raum und ihr werdet Freude haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Viert euch.